Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Heute nicht ganz allein, denn meine Frau leistet uns heute Gesellschaft. Der Hintergrund ist der, wir wollen für unsere Familie in Kuba einkaufen, nämlich in einer Online-Tienda, also in einem Geschäft online, welches direkt an die Adresse liefert. Ist halt eine Sache, die jetzt nicht unbedingt neu ist, aber wir haben es tatsächlich so in der Form noch nie ausgetestet. Der Grund war unter anderem auch deswegen, weil die Preise nicht unbedingt gering sind. Also es ist schon, hat schon seinen Preis, sage ich mal, so manches. Problem in der aktuellen Situation ist aber, dass es zumindest in der Provinz, in Contra Maestre, wo unsere Familien sind, die Versorgung nicht ganz so gut ist wie halt meinetwegen in Havanna. Ja, und von daher ist das halt nochmal eine Möglichkeit, die wir jetzt einfach mal austesten wollen, wo wir mal ein paar Sachen raussuchen wollen und diese zu unserer Familie nach Kuba schicken. Und mal sehen, was davon ankommt und wie es ankommt, wie die Qualität ist und ob sich es in irgendeiner Art und Weise lohnt. Soll heißen, heute ist sozusagen der erste Teil des Videos dieses Experiments, und ich schicke es los, beziehungsweise ich werde den Auftrag erteilen und mal sehen, wie lange das dauert. Und sobald die Unterlagen, würde ich schon sagen, sobald die Produkte da sind, werde ich halt nochmal ein weiteres Video machen, um das Ganze mit euch auszuwerten. Okay, dann lasst uns mal auf die Seite wechseln. Wir haben hier, wie gesagt, Supermarket 23, 23, 23, wie auch immer, und können uns hier gerne noch mit hinzuholen als kleines Bild, aber ich glaube, das ist dann besser, wenn wir uns rausnehmen und das Bild komplett haben. Genau, wir haben jetzt schon Contra Maestre als Ort oben links angegeben und grundsätzlich können wir nochmal zurückgehen auf die Seite. So, na gut, ist wegen dem Cache natürlich schon vorgegeben oder den Cookies, dass ich da in Contra Maestre geguckt habe. Okay, belassen wir es dabei. Also wir könnten jetzt hier nochmal eine andere Provinz raussuchen. Wenn ihr frisch auf die Seite raufkommt, dann wäre das so, dass hier erstmal die Abfrage erscheint, ne, in welcher Provinz wollt ihr einkaufen, und in unserem Fall wäre es ja Contra Maestre, das Municipio, weswegen die Provinz dann Santiago de Cuba ist. So, das akzeptieren wir mal, ne, und dann haben wir hier unter Kategorias entsprechende Kategorien der entsprechenden Produkte, die es so gibt. Bevor wir da weitermachen, vielleicht noch mal ein kleiner Hinweis: Auf der rechten Seite des Bildes sieht man eine Flagge, die man aufmachen kann. Also die Seite existiert sowohl auf Spanisch als auch auf Englisch, und man kann die Währung ja, verstellen zwischen US-Dollar, kanadischen Dollar und Euro. Wenn ihr Google Chrome zum Beispiel nutzt, dann habt ihr auch die Möglichkeit zu sagen, dass man die Seite komplett auf Deutsch ja, übersetzen soll. Und diese Möglichkeit habt ihr natürlich mit jeder Seite, wenn ihr den Browser benutzt mit der entsprechenden Funktion. Ansonsten, wenn man die Seite so sich anschaut, wie sie programmiert wurde, dann existiert diese halt auf Spanisch und Englisch. Okay, jetzt soll es darum gehen, dass wir uns jetzt mal ein paar Sachen anschauen, welche es so gibt. Und von daher seid ihr jetzt quasi live dabei. Werde das eine oder andere vielleicht ein bisschen kürzen und schneiden im Nachgang. Aber von daher seid ihr erstmal dabei, wie wir hier unser Paket erstellen. Okay, was wollen wir zuerst? Carne, vamos a comprar carne. Okay. So, wir gehen jetzt unter Carne und da finden wir natürlich ja übersetzt das Fleisch. Und wir sehen jetzt hier schon zum Beispiel einen Karton mit 10 Kilo
Hühnchenteile kosten 41,15 €. Wiederum 1 Kilo Hähnchenbrust 8,25 €. Und so sind halt jetzt auch die Preise und wir schauen jetzt mal, was wir davon nehmen werden. So, wir haben uns jetzt hier für die Kache entschieden, die 10 Kilo für 41,15 €. So, und das Produkt ja, sollte jetzt entsprechend im Warenkorb sein. Okay, dann gucken wir mal weiter. So, dann haben wir hier noch Picadillo de Carne de Res, also Hackfleisch sozusagen oder eine Fleischmasse für 4,93 €, also 5 €, 500 Gramm. Was ja tatsächlich annähernd europäische Preise sind an der Stelle. So, wir kommen schon mal weiter. So, da sind wir wieder und ja, wir haben jetzt ein bisschen geschaut und habe es mal mitlaufen lassen und werde es dann später ein bisschen zusammenstauen sozusagen. Haben jetzt unseren Einkaufswagen soweit gefüllt. Ich mache uns hier mal weg und sind hier jetzt bei einer Summe von knapp 80 €. Das Schicken wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen was kosten. Gucken wir gleich mal was. Aber erstmal gucken wir, wofür wir uns hier entsprechend entschieden haben. Ne, ihr seht ein Karton mit Hühnchen, 10 Kilo für knapp 41 €. Dann ja, Hackfleisch einmal für einen Fünfer. Ja, so eine Art Fleischwurst, sage ich mal, für 10 €, 1 Kilo. Dann haben wir hier noch Waschmittel für 10 € und Limonensaft 100%, weil das gibt es da gerade auch irgendwie gerade nicht bei uns im Kontermeister, zumindest nicht. Und ja, ein bisschen Käse für fast 9 €. So, da sind wir wie gesagt bei 80 € und das ist schon eine ganz schön harte Summe für die paar Sachen, aber so ist es halt. Wir gehen mal weiter und sind jetzt hier quasi daran, uns hier anzumelden. Das machen wir jetzt mal schnell und danach geht es gleich weiter. So, jetzt haben wir hier alles eingegeben. Bei Destinatario hat man jetzt die Möglichkeit, auch verschiedene Personen quasi anzugeben, die halt ja die Lieferung sozusagen geschickt bekommen sollen. Wir sind hier nochmal im Warenkorb ans am Ende und haben hier entsprechend nochmal die Summe der Produkte, also 80 € plus 20 € knapp die Versandkosten, kommen wir also auf eine Summe von ca. 100 €. Wir haben hier sogar noch den Wechselkurs zu den anderen Währungen angezeigt und hier auch nochmal eine Summe oder die Rechnung grundsätzlich nochmal zusammengerechnet. Ja, knapp 100 €, das geht jetzt quasi dann entweder über Kreditkarte oder ja, TropiPay, das kenne ich jetzt tatsächlich gar nicht. Aber gut, wir zahlen jetzt mit Kreditkarte und dann geht es auch gleich weiter. So, und dann, wir sind ja immer noch eingeloggt. Dadurch, dass wir, nachdem wir halt auf dem Warenkorb waren und bezahlen wollten, muss man sich ja natürlich registrieren. Das hatten wir natürlich mitgemacht an der Stelle und sind jetzt hier auch mit einem Konto bei der Seite dabei. Und bei Mis Órdenes hat man hier jetzt die Möglichkeit nochmal einzusehen, was man bestellt hat und vor allem auch, wann man bestellt hat. So, ich sehe auch gerade, die Uhrzeit ist Kuba-Zeit, also das ist nicht die deutsche Zeit, von daher
Das ist ja auch mal interessant zu wissen. Gut, soweit, so gut. So, kommen wir mal wieder zurück ins Bild. Wir haben jetzt die Sachen bestellt. Mal gucken, wie lange es dauert, bis sie ankommen. Sobald sie angekommen sind, wie gesagt, werde ich ein weiteres Video machen, um dann nochmal ein Fazit zu schließen. Die Seite selbst, mal kurz dazu, ist jetzt tatsächlich nicht sehr gut aufgebaut. Ne? Also wenn man nach Sachen sucht, findet man irgendwelche anderen Sachen, beziehungsweise auch die Kategorien, die passen nicht ganz so richtig. Wir haben zum Beispiel unter dem Punkt Elektronik Bier gefunden. Na, also das haut alles nicht ganz so hin. Ne? Aber gut, sofern die Sachen entsprechend ankommen, so wie wir sie bestellen, ist es ja auch erstmal okay. Viel mehr dazu erfolgt dann im Video, wenn dann die Sachen angekommen sind, als, wie gesagt, Fazit. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen, mal in einer anderen Form. Wenn ja, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Und ihr wisst ja, es würde mich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Von daher, wenn das noch nicht passiert ist, dann könnt ihr das gerne machen. Meine Frau hat auch einen YouTube-Kanal, den verlinke ich auch nochmal. Vielleicht klickt ihr auch da nochmal rauf, wenn ihr Lust habt. Da wird der Content auf Spanisch sein, aber hier und da gucken wir, dass auch Untertitel auf Deutsch verfügbar sind. Ja, ansonsten, ich sag mal, wir sehen uns im nächsten Video wieder, hoffentlich zumindest. Bis dahin, saludos, ciao.